Hallo liebe Aquarellfreunde! Venedig ist für Maler ein großer Sehnsuchtsort. Viele berühmte Aquarellmaler haben das Licht in dieser Stadt, die Farben der alten Palazzi und das Schimmern der Lagune geliebt und dort gemalt. Die Venedig-Aquarelle von William Turner zum Beispiel sind in ihrer Farbintensität bahnbrechend in ihrer Zeit. Und auch der großartige Aquarellmaler John Singer Sargent hat in der Stadt immer wieder gelebt und wunderschöne Aquarelle gemalt. Seit ich vor 20 Jahren das erste Mal in Venedig war, bin ich immer wieder, natürlich auch zum Malen, dorthin gefahren. Heute habe ich euch ein Motiv mitgebracht, das sicherlich ziemlich bekannt ist. Aber ich möchte euch hier doch einmal meine Version von den Gondeln und dem Blick auf Giudecca vor Venedig zeigen. Die Skizze habe ich hier wieder für euch vorbereitet. Zum Abzeichnen findet ihr sie als PDF zum Herunterladen unter dem Video in der Videobeschreibung. Ich beginne im Himmel mit einer Mischung aus Kobaltblau und Cadmiumrot. Ich möchte einen dunstigen, etwas nebligen und trüben Himmel haben, der aber in der Tonwertigkeit schön hell bleibt. Ein wenig Violett kommt im oberen Bereich auch mit in die Mischung. Oben links seht ihr übrigens die Skizze des Motivs, das ich in Venedig vor Ort gemalt habe. Es dient mir hier als Ersatz für eine Tonwertstudie, die ich ja normalerweise immer vorher vom Motiv anfertige. Im Wasser geht es nun weiter mit einem leichten, wässrigen Farbauftrag aus Kobalt-Türkis Light, gemischt mit lichtem Ocker und später mit Violett und Perylane Green. Am Schluss kommt zum Abdunkeln auch etwas Neutraltinte dazu. Für die Wellenbewegung setze ich relativ trocken einige Striche mit Violett und Perylane Green in die noch feuchte Farbe. So, das Bild muss jetzt erstmal komplett durchtrocknen. In der Zwischenzeit möchte ich euch einmal einladen, in meine Kurse oder auf eine Malreise mitzukommen. Es gibt ja inzwischen viele Orte, an denen ich unterrichte. Im norddeutschen Raum zum Beispiel in Lübeck, Kiel, Hamburg oder Bremen. Malreisen gibt es in Potsdam, in den Harz oder in die Rhön. Auch nach Dänemark und Schweden gibt es jedes Jahr eine Reise. Sicherlich wird es spätestens übernächstes Jahr auch wieder eine Malreise nach Venedig geben. Schaut einfach mal auf meiner Website vorbei, dort gibt es alle aktuellen Termine. Vielleicht sehen wir uns mal bei einem Kurs. Ich würde mich freuen. Den zweiten Farbauftrag beginne ich in der Silhouette der vorgelagerten Insel Giudecca. Hier mische ich unterschiedliche Variationen von Lavender, Sienna gebrannt und Ultramarinblau. Mit viel Wasser möchte ich die Pigmente laufen lassen. Die Silhouette soll sich hier quasi von alleine malen. Ausmalen möchte ich auf jeden Fall vermeiden. Die Mischung von warmen und kalten Farbtönen finde ich hier wichtig. Die Blautöne sollten für die Fernwirkung aber überwiegen. Nun male ich die recht kräftigen Tonwerte der Gondeln im Vordergrund. Ich verwende hier Neutraltinte für das Schwarz der Gondeln und Kobaltblau für die Planen, mit denen die Boote abgedeckt sind. Nicht zu viele Details in diesem Schritt, eher Formen zusammenfassen und mit viel Wasser wieder das Bild sich selbst malen lassen. An den unteren Rand der Gondeln lege ich einen extra Wassertropfen, um die Spiegelung später wässrig anfügen zu können.
Mit Kobalttürkis Light und Neutraltinte setze ich nun die Spiegelung unter die Gondeln. Die Restfeuchtigkeit in den Bootsrümpfen sorgt für eine weiche Verbindung zur Spiegelung. In die Silhouette der Insel möchte ich noch ein wenig Schatten einfügen. Mit einer leichten Lasur aus Lavendelblau und Kobaltblau setze ich nicht zu genau einige Details. Jetzt kommt das dunkle Innenleben der Gondeln. Durch diesen kräftigen Farbauftrag mit Neutraltinte und Sienna gebrannt entstehen die blauen Planen jetzt als Negativform von ganz alleine. Auch die Bootsrümpfe der Gondeln intensiviere ich jetzt und füge einige zeichnerische Details hinzu. Den Anschluss an die Spiegelung muss ich hier auch noch einmal überarbeiten, um den Kontrast noch ein wenig zu erhöhen. Die charakteristischen Pali male ich zunächst mit einem entschiedenen Strich mit viel Pigment aus lichter Ocker und verschiedenen Blautönen. Oben in den Holzpfahl wird dann ein wenig Wasser getropft und das Blatt sehr steil gehalten, sodass der Wassertropfen nach unten laufen kann. So verbinden sich die Pigmente besonders gut und werden stellenweise durch das Wasser auch an den Rand der schmalen Fläche gedrängt. Es entsteht ein toller malerischer Wasserrand und die dunklen Striche wirken dadurch nicht fest, sondern leicht und fast durchscheinend. So, der Hintergrund braucht noch etwas mehr Kontrast. Ich arbeite noch ein wenig mit Neutraltinte und Ultramarin und auch der Turm soll hier noch etwas dunkler werden. Ja, so ist es besser. Einige kleine Details mit Titanweiß, zum Beispiel verbindende Taue zwischen den Gondeln und auch einige Möwen über der Lagune, dürfen natürlich nicht fehlen. So, das war mein Venedig-Motiv für heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude beim Zuschauen und wünsche euch nun viel Spaß beim Ausprobieren.
Ach, Leute.